Hallo, Gadafis! In dieser Folge fahren wir weiter durch Pakistan. Eigentlich wollten wir noch nach Islamabad fahren, um uns den wunderschönen Norden von Pakistan anzuschauen. Leider haben wir dann unsere Pläne geändert und sind direkt an die indische Grenze nach Lahore gefahren. In dieser Folge haben wir Quetta bereits hinter uns gelassen und sind ein gutes Stück weiter nördlich und östlich gefahren und waren damit in einem sichereren Bereich von Pakistan. Normalerweise wird man nur durch Baluchistan, also den Süden von Pakistan, eskortiert. Wir wissen nicht genau warum, aber unsere Eskorte ging immer weiter. Wir mussten an jeder Polizeistation warten und wir hatten ständig ein Polizeiauto hinter uns, vor uns oder einen Polizisten im Auto drin sitzen. Wir haben dann auch gefragt, ab wann die Eskorte aufhört, weil wir uns auch schon darauf gefreut hatten, das Land alleine bereisen zu können. Aber auf diese Frage haben wir nie eine Antwort bekommen. Es ist schwierig, ein Land kennenzulernen, wenn man auf Schritt und Tritt eskortiert wird. Der Ablauf der Eskortierung ist wie folgt. Schon von der Grenze Iran-Pakistan wurden wir von einer Eskorte abgeholt. Die Eskorte begleitet einen immer durch einen bestimmten Bereich. Man fährt etwa eine halbe Stunde bis Stunde, dann kommt eine neue Polizeistation. Bei der Polizeistation muss man seine Daten in ein großes Buch eintragen. Dazu gehört dann Heimatland, Adresse, alle Daten vom Reisepass und manchmal sogar der Name vom Vater. Dann wird die nächste Eskorte gerufen. Diese ist manchmal direkt da, meistens muss man aber warten. Manchmal hält sich das mit einer halben Stunde in Grenzen, andere Male mussten wir aber auch eine Stunde oder länger auf die nächste Eskorte warten. Die Eskorte zeigt einen auch, wohin man fahren muss. Einmal wollten wir in eine Stadt fahren, um dort eine SIM-Karte für Internet zu kaufen. Die Eskorte hat uns aber einfach nur gesagt, nein. Wir sind dann einfach trotzdem abgebogen und einfach in die Stadt gefahren. Und nach sehr kurzer Zeit hat uns die Eskorte wieder eingeholt. Sie waren zwar nicht erfreut, aber haben auch nichts gesagt, sondern haben uns einfach in die Stadt begleitet. Gehört. Geiles Teil. Das ist ja mal ein richtig alter Heck. Wir wollten nicht im Dunkeln durch Pakistan fahren, weil es in Pakistan kaum Straßenbeleuchtung gibt und die meisten Verkehrsteilnehmer auch keine Lichter besitzen. Und das empfanden wir für andere Verkehrsteilnehmer, aber auch für uns einfach als zu gefährlich. Hallo, Gadafis! Die Eskorten wollten uns immer so schnell wie möglich wieder aus ihrem Bereich raushaben. Wenn uns in ihrem Bereich etwas passiert wäre, hätte man die entsprechende Eskorte dafür zur Verantwortung gezogen. Daher sind die Eskorten manchmal etwas rasant gefahren, aber vor allem wollten sie nicht, dass man in deren Bereich auch noch schläft, weil sie dann ja die ganze Nacht auf einen aufpassen müssen. So wollten sie teilweise von uns,
dass wir nach Sonnenuntergang weiterfahren, um in den nächsten Bereich zu kommen, wo es angeblich sicherer war. Dagegen haben wir uns aber gewehrt. Einmal haben wir zum Beispiel vor einem Hotel geschlafen. Einer der Polizisten war da geblieben und hatte die ganze Nacht vor unserem Auto Wache gestanden. Look! Na du? Ein anderes Mal haben wir bei einer Polizeistation direkt vor einem Gefängnis geschlafen und am nächsten Morgen haben wir dann gesehen, dass einer direkt vor unserem Auto geschlafen hat. Du musst dich nicht stressen lassen von dem, ne? Fahr einfach so, wie du willst. Und der kommt mit uns mit. Keine Lust zu verloren. Für beides. Obwohl die Polizisten gutes Englisch gesprochen haben, war die Kommunikation manchmal doch ein bisschen schwierig. Bei dieser Aufnahme hatte Steffen gerade versucht, der Eskorte zu erklären, dass wir nach Sonnenuntergang garantiert nicht weiterfahren werden und deswegen davor irgendwas zum Schlafen suchen müssen. Und die Eskorte hat uns immer wieder gesagt, das ist ja nach 60 Kilometern, da kommt dann die neue Provinz und da ist es ja viel sicherer als hier. Und so hat man da ein bisschen manchmal gegeneinander geredet, aber Steffen ist immer mit sehr viel Respekt auf die Leute zugegangen, hat dabei aber trotzdem seinen Standpunkt klar gemacht und gesagt, was er will und was nicht geht. Und so konnten wir unseren Willen dann auch durchsetzen und mussten nicht in die Nacht hineinfahren oder irgendwo schlafen, wo wir nicht schlafen wollten. Die gesamte Eskorte war komplett kostenlos. Ab und zu hat mal jemand nach einem Geschenk oder nach ein bisschen Geld gefragt, aber es war nicht so, dass wir bei der Einreise oder Ausreise für die Eskorte zahlen mussten. Wir hatten mit vielen Reisenden über Pakistan gesprochen. Die Erfahrungen waren eigentlich immer gleich. Die Eskorte durch Balutschistan ist wegen dem ständigen Anhalten, der Wartezeiten und der Eskorte auf Schritt und Tritt anstrengend. Manche sagen auch, dass sie sich sicherer gefühlt hätten, wenn sie einfach durchs Land hätten fahren dürfen. Bei dem Warten an den Polizeistationen hat man sich irgendwie immer eher angreifbar gefühlt als beim Fahren auf der Straße. Jedoch wurde uns immer wieder erzählt, dass die Reise das alles wert ist, weil der Norden von Pakistan so unglaublich schön ist. Wir hatten damals vor unserer Einreise nach Pakistan
angefragt, ob wir auch ohne Eskorte durch Baluchistan reisen dürfen. Darauf hatten wir zwar nie eine Antwort bekommen, aber wir wurden dann auf unserer gesamten Reise durch ganz Pakistan eskortiert. Das Ganze ist also irgendwie ein bisschen nach hinten losgegangen. Ob das mit der Anfrage zusammenhängt oder ob vielleicht wirklich gerade Unruhen waren, werden wir leider nie wissen. Da uns nicht gesagt wurde, wie lange wir noch eskortiert werden und ob wir überhaupt einen einzigen Teil von Pakistan ohne Eskorte bereisen dürfen, haben wir uns in Lahore kurzerhand dazu entschlossen, den Norden von Pakistan nicht mehr zu bereisen. Wir waren 6 Tage und 5 Nächte in Pakistan unterwegs. 6 Tage und 5 Nächte mit ständiger Eskorte. Auch wenn die Eskorte uns gegenüber immer sehr nett war, war es leider doch anstrengend, immer jemanden dabei zu haben, der einen überall hin folgt. Und wir waren nach diesen Tagen einfach K.O. Wir wollten einfach mal wieder mit Luke spazieren gehen, ohne dass uns jemand hinterherläuft, einkaufen gehen, ohne dass jemand vor der Tür steht, auf Toilette gehen, ohne dass jemand davor steht und auf einen wartet. Auch wenn es für unsere Sicherheit war, war es uns einfach zu viel. Und so wurde unser Wunsch, nach Indien zu gehen, immer größer und sind direkt von Lahore aus zur Wagah Border Richtung Indien gefahren. Ja, Wagah Border, jetzt steht's dran. Wir empfanden Pakistan übrigens nicht als gefährlich. Zwar konnten wir nicht viele Menschen kennenlernen, aber die wir kennengelernt haben, waren immer sehr höflich und gastfreundlich. Und irgendwie ist uns auch klar geworden, dass das Einzige, was auf dieser Reise wirklich gefährlich ist, ist Autofahren.